Ich weiß noch ganz genau, wie sehr Christoph damals gelitten hat, als du plötzlich verschwunden warst. Wenn ich mir jetzt nicht sagen kann, dass du wieder hier bist und dass es dir gut geht, dann... Na gut, dann sag's ihm halt. Aber ich werde trotzdem nicht nach Friedenau kommen. Weder zur Hochzeit noch sonst wann. Du wirst wirklich nicht mitkommen? Frau Winkler wird schließlich nur einmal 90. Nee, lass mal. Außerdem kriegt die so viel Besuch von ihrer Verwandtschaft, da fällt das gar nicht auf, dass ich nicht dabei bin. Ich möchte auch mal mein Buch zu Ende lesen. Uli, jetzt warte doch. Ich will dir... 5.000 und keinen Pfennig mehr. Das hast du selbst gesagt. Aber Steffi braucht die Klamotten für die neue Mappe. Ja, aber nicht von unserem Geld. Hast du Lust, auf eine Geburtstagsfeier mitzukommen? Danke, aber Patrick und ich gehen doch gleich auf das Blue Plane Konzert. Sollen wir vorher noch was trinken gehen? Jackie hat dich gefragt, ob du vor dem Konzert noch was mit ihr trinken möchtest. Ist irgendwas? Tillmann gerade gesagt, dass... Die Geburtstagsfeier, von der ich sprach. Patrick hat mir einen Korb gegeben. Aber wenn ich die Wahl hätte zwischen einer 19-Jährigen und einer 90-Jährigen, würde ich mich auch für die Jüngere entscheiden. Aber ist es denn wichtig, dass Patrick mit zu dieser Feier kommt? Nein, nicht wirklich. Tillmann, ich möchte dir wenigstens erklären... Nein, später. Frau Winkler wartet bestimmt schon. Und ihr habt ja auch was vor, oder hast du schon vergessen? Nein. Also dann viel Spaß. Den werden wir sicher haben. Komm, tschüss. Tschüss. So kommen wir doch nicht weiter, Leute. Uli, sonst können wir doch auch über alles reden. Was ich zu sagen habe, habe ich gesagt. Ich auch. Aber es muss irgendeine Lösung geben. Klar gibt es die. Steffi bringt ihre Klamotten zurück und lässt sich die Kohle zurückgeben. Du tickst ja wohl nicht mehr ganz richtig. Entweder der Fummel oder die Fotos. Ich kann doch nicht... Es ist doch oberpeinlich, wenn ich die Sachen jetzt zurückbringen muss. Das hättest du dir vorher überlegen sollen. Nick, jetzt sag du doch auch mal was. Naja, ich finde das... Die Kostüme sind eine Investition in unsere Zukunft. Die du zur Hälfte mit meiner Kohle aufbauen willst. Ja, da hat er nicht ganz unrecht. Immerhin ist das Geld nicht uns beiden alleine. Aber du bist der Ältere und trägst die Verantwortung. Und trotzdem muss er mich vorher fragen, bevor er dir noch mehr hinten reinschiebt. Hey, Uli, nicht in dem Ton, ja? Merkst du gar nicht, dass Uli macht mit dir, was er will? Du musst ihn um Erlaubnis fragen, was du mit deinem Anteil machen darfst. Steffi, dein und mein, das gibt es nicht. Wir haben das Geld bekommen und wir entscheiden, was damit passiert. Der Einzige, der hier Entscheidungen trifft, das ist ja wohl Uli. Du tanzt doch nur nach seiner Pfeife. Jetzt reg ich mich auf. Wenn dein kleiner Bruder deinen Anteil ausgegeben hast, dann wirst du ja sehen, was Sache ist. Das hast du dir fein ausgedacht. Wenn sie damit durchkommt, dann... Wenn es irgendwelche Fragen gibt, halten Sie sich bitte an Frau Schmidt, die kennt den Vorgang. Ja, und ansonsten halten Sie sich strikt an meine Anweisungen, dann dürfte eigentlich nichts schiefgehen. Okay, wiederhören. Beinahe hättest du ihm noch gesagt, wie viel Zucker er in den Kaffee nehmen soll. Meinst du wirklich, ich übertreibe? Aber du warst doch schon öfter längere Zeit verreist. Ja, aber ich war immer erreichbar. Ach, diesmal nicht? Deine Mutter und ich, wir haben uns fest vorgenommen, keine geschäftlichen Aktivitäten während der Hochzeitsreise. Bin ich ja mal gespannt, wie lange das dauert. Ich hoffe ja nur, dass ich nichts vergessen habe. Wow, 10 Sekunden, top. Naja, es ist doch so. Bei Avatex geht immer irgendetwas schief. Die Stoffherstellung ist... eine heikle Sache. Ja, Genau. Die Herstellung von Kindern übrigens auch, besonders in eurem Alter. Mein Gott, dazu sind Flitterwochen doch da. Du kommst vielleicht auf Ideen. eines möchte ich auf dieser Reise lernen. Abschalten. Geschäft Geschäft sein lassen. Ja? Wie oft arbeite ich und vernachlässige dich dabei? Na, es ist doch wahr. Wie oft ist es vorgekommen, dass ich zu irgendwelchen Terminen gerast bin und eigentlich war ich mit dir verabredet? Mir geht es doch ganz genauso. Ja, aber du weißt wenigstens, für wen du das tust. Ich hingegen. Julia hat sich nie fürs Geschäft interessiert und Henning. Vielleicht sollte ich alles verkaufen und mich zur Ruhe setzen. Naja,
Sonst läuft mir deine Mutter auch noch davon. Ich bin echt mal gespannt, wie die Bühnenshow wird. Wie findest du das neue Album? Gut. Ach, du sagst ja nicht gerade viel. Freust du dich gar nicht auf das Konzert? Hey, kannst dich aufpassen. Idiot! Doch. Ich habe nur gerade überlegt, was wohl wäre, wenn Luke Payne zugunsten des Tripolplatzes spielen würden. Da könntet ihr dann 10 von bauen. Aber die sagen eh ab. Vielleicht solltet ihr mal bei der Vorgruppe nachfragen. Wer spielt denn? Keine Ahnung. Aber das lässt sich herausfinden. Moment mal. Verdammt. Stimmt irgendwas nicht? Ja, die Karten sind nicht da. Halt mal fest. Vielleicht hast du sie zu Hause liegen lassen. Nein, ich bin ganz sicher, dass ich sie eingesteckt habe. Tja, dann hast du sie wohl verloren. Nur wo? Scheiße. Na komm, ist ja halb so wild. Können auch ein anderes Mal hingehen. Naja, kann man eh nichts mehr dran ändern. Ich habe noch mal nachgedacht. Und? Mit einem neuen Kostüm kann man das Optimale aus den Fotos rausholen. Allerdings habe ich Uli gegenüber sowas wie eine Verantwortung, seitdem Daddy tot ist. Dein Vater würde bestimmt stolz auf dich sein. Auch wenn du dir manchmal ein bisschen viel von Uli gefallen lässt. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass Uli mir ab und zu mal Kontra gibt. So lernt er wenigstens, sich durchzusetzen. Deinem Vater war es aber auch wichtig, dass Uli lernt, wo seine Grenzen sind. Genau. Und deshalb kannst du ein Kostüm behalten. Und das andere? Gibst du zurück. Ich denk überhaupt nicht dran. Ich brauche die Kostüme, verstehst du? Ich brauche beide, damit ich mich in verschiedenen Stimmungen präsentieren kann. Das muss halt irgendwie anders gehen. Ja klar, ich lasse mich nackt fotografieren. Komm, du weißt genau, wie ich das meine, mit Lichteffekten oder so. Wenn du Uli entgegenkommst, dann kommt er dir entgegen und gibt dir den fehlenden Betrag zu den Fotos. Das ist doch ein fairer Deal. Von wegen. Meine Mappe wird schlechter und Uli lernt nie, wo seine Grenzen sind. Hier geht's um eine konkrete Abmachung zwischen Uli und mir. Und genau genommen gibt es überhaupt keinen Grund, warum Uli dir noch mehr Geld geben sollte. Schließlich war das nicht abgemacht. Ja, dann sag ihm halt, dass du eine andere Abmachung getroffen hast. Also gut, dann sag ich es ihm eben. Du hältst dich da raus, klar? Nur wenn du mir versprichst, ihn dazu zu bringen, Ob dass... das klar ist, Steffi. Bitte schön. Ach, jetzt müsste die Vorgruppe bei der Zugabe sein. Übrigens deine Idee vorhin. Wir könnten doch mal bei der Plattenfirma von Blue Payne nachfragen. Ich meine, mehr als Nein sagen können die doch nicht. Okay, es reicht. Du könntest mir wenigstens sagen, was los ist. Ich habe keinen Bock auf Selbstgespräche. Alles klar, ich gehe. Es ist wegen Tillmann. Soll einen Bericht über mich schreiben. Ja und? Der Bericht, der fällt doch bestimmt total super aus. Ich meine, du machst doch eh mehr, als du eigentlich müsstest. Und außerdem kommst du prima an. Hey, mach dir keinen Kopf. Tillmann und du, ihr seid doch auf einer Wellenlänge. Wahrscheinlich hast du recht. Na, halt bitte. Hallo. Hi. Ist das Konzert schon vorbei? Ach, das ist eine lange Geschichte. Stimmt's, Patrick? Sag mal, Kathi, du warst bei dem Essen jetzt so still. Ist alles in Ordnung? Ich glaube, Kathi ist beleidigt, weil du ihre Neuerwerbung noch nicht bewundert hast. Oh, sehr hübsch. Danke. Sag mal, eigentlich müsste ja das Fax von Avatex schon eingetroffen Ja, sein. ja. Na, geh mal. Ja. Wir kommen schon alleine klar. Lias Hochzeit. Also manchmal verstehe ich Christoph nicht. Naja, heute Nachmittag wollte er noch unbedingt in Rente gehen und jetzt hängt er schon wieder am Faxgerät. Ich kann schon verstehen, warum er sich drückt. Wie? Dann stimmt es also, dass er aufhören will?
Das hat er doch nur so gesagt. Man springt ja auch nur mal so von der Brücke. Du hast ja recht. Sowas sagt man nicht ohne Grund. Ich glaube, er hat sehr große Probleme, dass er keine Nachfolger hat. Das heißt, wenn Henning auftauchen würde, würde Christoph ihn mit offenen Armen empfangen. Oh ja, davon kannst du ausgehen. Aber leider werden wir diesen Tag nie erleben. Auch wieso? Wer über Nacht verschwindet, kann auch genauso plötzlich wieder auftauchen. Henning nicht. Nach allem, was passiert ist, wird er sich nicht getrauen, Christoph unter die Augen zu treten. Und wenn man ihn einfach nach Friedenau lockt? Tja, dazu müsste man erst mal wissen, wo er sich versteckt. Oder ob er noch lebt. Vero. Guck doch mal. So, ich gehe dann mal. Ja, komm gut nach Hause und dann. Tasche. Dankeschön. Tschüss, ihr zwei. Tschüss. Na? Noch ein Alter? Danke. Komm, jetzt lass dich nicht so hängen. Wieso kommst du nicht einfach zum Thema? Ja gut, wie du willst. Warum hast du mich belogen? Tillmann, das wollte ich nicht. Das musst du mir glauben. Mit mir musst du nicht ins Reine kommen. Du musst selber für dich wissen, welcher Weg der beste ist. Niemand lügt ohne Grund. Ein Konzertbesuch ist doch wohl vollkommen harmlos. Dann verstehe ich erst recht nicht, weshalb du mich belogen hast. Schau, manchmal sind Gefühle schon da, bevor man sie sich selber eingestehen mag. Dann tut man Dinge, die man sich nicht erklären kann. Spinnst doch. Bevor du jetzt hier loslegst, dann würde ich gerne noch was in Ruhe mit dir bequatschen. Falls es um Steffi geht, lass stecken. Ich habe noch mal mit ihr geredet. Sie ist unter Umständen bereit, eines dieser Kostüme zurückzubringen. Gut. Wenn sie von der restlichen Kohle die Fotos bezahlen kann, gerne. Ja, wir müssten schon noch was zuschießen. Ja, dachte ich's mir doch. Komm, Uli, auf die paar Mark kommst du nun wirklich nicht an. Ja, vielleicht. Aber mir geht's auch ums Prinzip. Steffi muss lernen, dass sie nicht einfach so über unsere Kohle bestimmen kann. Ja, dafür habe ich schon gesorgt. Ja, mit einem faulen Kompromiss. Mann, das ist die einzige Möglichkeit, wie wir drei auf Dauer klarkommen. Ich habe nämlich überhaupt keinen Bock auf eine WG mit Dauerstress. Das hättest du dir vielleicht vorher überlegen sollen, bevor du Steffi noch mehr Kohle angeboten hast. Mann, Uli, ich wollte ihr und uns helfen. Quatsch. Du wolltest nur dein Gewissen beruhigen, weil du mit Millie gepennt hast. Machst du jetzt hier einen auf Psychologe oder was? Das ist überhaupt nicht nötig. Ich kenne dich nämlich besser, als du glaubst. Ja, scheinbar nicht, wenn du so einen Quatsch redest. Wenn das Quatsch ist, dann dürfte es für dich ja kein Problem sein, zu unserer Abmachung zu stehen. Hi. Hallo. Kommst du mit reiten? Nee, ich habe keine Zeit. Ich muss Henning finden. Ist was passiert? Nicht direkt. Christoph hat sich entschieden, sich aus dem Geschäft zurückzuziehen, weil er sich mehr um Mama kümmern möchte. Naja, und er hat jetzt festgestellt, dass er keinen Nachfolger aus seinem eigenen Clan hat. Das macht ihn irgendwie ein bisschen nachdenklich. Ach so, und du denkst, Henning könnte es sein? Fragen kostet ja nichts. Ja, aber wenn er noch nicht mehr zur Hochzeit kommen wollte, wieso sollte er seine Meinung auf einmal ändern? Weil Christoph ihn braucht. Naja, vielleicht zieht die Nummer ja. Bestimmt. Außerdem ist Henning nicht blöd. Er würde niemals diese Chance sausen lassen, um ins Big Business einzusteigen. Ja, blöd ist er nicht, aber dafür ziemlich schwer zu finden. Ne? Ach, ich versuch's einfach mal in der Gegend, wo ich ihn neulich zum ersten Mal getroffen habe. Tja, da kannst du ja nur beten, dass er nicht nur zufällig dort war. Ich verlasse mich lieber auf meine Nase. Beten ist nämlich nicht so mein Ding. Tja, ansonsten könnte ich ja mal Patrick bitten, ein paar Vaterunser zu sprechen. Vielen Dank. Ach, übrigens, wie war's denn bei dem Konzert? Du hast mir doch gar nichts erzählt. Oh, ich hatte die Karten verloren. Was? Oh, das tut mir aber leid. Ja, halb so schlimm. Nach ein paar Anlaufschwierigkeiten hatten wir noch einen tollen Abend. Naja, ich muss jetzt echt los. Tschüss. Tschüss, Sam. Du hast noch über eine Stunde bis zur Schule. Ja, aber vorher habe ich noch was zu erledigen. Und du übrigens auch. Du bist ja immer noch da. Keine Sorge, ich bin so gut wie weg.
Morgen, mein Schatz. Könnt ihr nicht wenigstens beim Frühstück das Kriegsbeil begraben? Ja, sag das Uli. Erst vertreibt er mich aus dem Bad, weil er es ach so eilig hat. Und jetzt steht sie hier immer noch blöd rum. Sorry, dass ich deinen Schminkmarathon unterbrochen habe. Und denk dran, wenn du es nicht tust, dann tu ich es. Was sollte das denn schon wieder heißen? Nichts. Ich habe nochmal mit Uli gesprochen. Und? Tut mir leid, er rückt keine müde Mark mehr raus. Aber ohne die Bilder kann ich mich nicht bei der Agentur vorstellen. Steffi, vergiss es. Das Thema ist für ihn gestorben. Und was ist mit dir? Ich denke auch, dass du die Fotos brauchst. Deshalb ist es wohl das Beste, du bringst die Klamotten zurück. Ich kann das nicht. Das ist oberpeinlich. Komm, jetzt stell dich nicht so an. Außerdem kannst du bestimmt viel besser mit der Verkäuferin verhandeln. Die müssen die Klamotten nämlich nicht zurücknehmen. Kannst du es bitte für mich machen? Ich habe wohl keine andere Wahl. Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen? Ja, haben Sie den hier vielleicht schon mal gesehen? Nein, tut mir leid. Naja, wissen Sie, das Foto ist nicht mehr das Neueste. Also er ist ungefähr 1,90 groß und hat so mittelblondes Haar. Ich habe ihn noch nie gesehen. Viel Glück. Danke. Entschuldigung, haben Sie vielleicht den hier schon mal... Bin ich von hier? Du erwartest sicher eine Erklärung. Wegen gestern im No Limits. Ich habe mich ziemlich daneben benommen. Nirgendwo steht geschrieben, dass ein Diakon nicht mal einen schlechten Tag haben darf. Nee, aber dass er nicht lügen soll, das steht schon in der Bibel. Deine Bibelfestigkeit habe ich nie angezweifelt. Das klingt nach einem Aber. Du weißt, ich halte nicht besonders viel davon. Papierkram war noch nie dein Ding. Wenn's nur das wäre. Woher soll ich wissen, was in dir vorgeht? Im Grunde genommen kann ich doch bloß Äußerlichkeiten beschreiben und versuchen, dabei auf mein Gefühl zu vertrauen. Was sagt dir dein Gefühl? Dass das hier Wunschdenken ist. Zumindest was deine Berufung angeht. Tillmann, ich wünsche mir nichts mehr, als die Priesterweihe zu empfangen. Wirklich? Ja. Und nur weil ich dich einmal angelogen habe, deshalb bin ich noch kein schlechter Diakon. Es geht doch nicht um diese Lüge. Der Hintergrund macht mir Sorgen. Wie oft soll ich dir noch sagen, dass ich mir in puncto Jackie nichts vorzuwerfen habe? Und ich glaube dir, Patrick. Aber ich weiß auch, wie du über den Zölibat denkst. Ja, er ist veraltet und hat mit dem Glauben aber auch wirklich gar nichts zu tun. Es ist Zeit, ihn abzuschaffen. Selbst wenn, müssten wir das Rom überlassen. Du hast jedenfalls bei deiner Diakonsweihe versprochen, zölibatär zu leben. Willst du dieses Gelübde brechen? Nein, natürlich nicht. Entschuldigen Sie, haben Sie den vielleicht schon mal gesehen? Nee, tut mir leid, den kenne ich nicht. Danke. Entschuldigen Sie, haben Sie den vielleicht schon mal gesehen? Dein Freund? Sie kennen ihn? Da geht mir auch nichts an. Tja, bis vor ein paar Tagen hat er regelmäßig bei mir Wetten platziert. Wissen Sie vielleicht, wo er wohnt? Nee, aber wenn er dein Freund ist, lass lieber die Finger von dem. Aber wieso? Was hat er denn getan? Mich so lange bequatscht, bis ich was geliehen habe. Und dann? Hat's verloren und seitdem hat er sich nicht mehr blicken lassen. Also vergiss den Typ. Bringt nur Ärger. Wie viel schuldet er Ihnen denn? 800. Ich gebe Ihnen mein Armband. Hey, wenn ich das annehme, komme ich in Teufels Küche. Der Rest ist für Ihre Bemühungen. Sie nehmen das Armband und dafür helfen Sie mir, den Mann zu finden. Bitte. Also gut. Wenn ich was höre, wo Ihr Freund hier auftaucht, lasse ich von mir hören. Hier steht meine Handynummer drauf.
Und nicht vergessen, die Trauung findet morgen um 13 Uhr statt. Ich werde pünktlich sein. Prima. Frau von Stanek? Ja, Christiane? Telefon für Sie. Danke. Es tut mir leid, ich muss. Aber bis morgen. Gut, dass ich Sie noch erwische. Erstmal guten Tag. Tag. Hat sich Clarissa bei Ihnen gemeldet? Nein, ich habe dir doch gesagt, dass deine Tante nicht gestört werden will und du dir den Weg hier raus sparen kannst. Es hätte doch sein können, dass sie sich über Nacht bei Ihnen meldet. Clarissa und ich haben nicht vereinbart, dass wir während ihrer Kreuzfahrt telefonieren. Aber in der Firma, da muss doch jemand wissen, wo ich sie erreichen kann. Nein. Wenn du mir sagst, worum es geht, vielleicht kann ich dir ja helfen. Hast du dich verliebt? Brauchst du einen Job, Geld? Hast du was angestellt? Nein, und ich nehme auch keine Drogen und putze mir regelmäßig die Zähne. Sehr witzig. Das war's also dann? Nick und ich, wir haben was geerbt. Aha. Geld. Viel Geld sogar. Und jetzt wollte ich Clarissa um ein paar Tipps bitten, wie wir die Kohle möglichst schnell vermehren können. Weißt du was? Das erzählst du mir alles unterwegs. Hallo und tschüss. Und? Hast du Henning gefunden? Mann, wäre ich dann so schnell wieder zurück? Naja, hätte ja auch sein können, dass er dich hat abblitzen lassen. Nein, aber ich habe einen Typen gefunden, bei dem Henning jede Menge Wettschulden hat. Naja, beziehungsweise hatte, nachdem ich ihm mein Armband gegeben habe. Du hast was? Ja, der Typ hat gesagt, er hilft mir bei der Suche und das ist das Einzige, was zählt. Ja, aber was, wenn er sein Versprechen nicht einhält? Tja, das Risiko muss ich eingehen. Da bist du ja. Du wolltest doch die Checkliste mit mir durchgehen für morgen früh. Ach so. Ja, von mir aus kann's losgehen. Oh. Entschuldige. Von Sterneck? Ja, aber das ist jetzt gerade ganz ungünstig. Ja, im No Limits. Ja, das kenne ich. Ich bin schon unterwegs. Tut mir leid, aber ich muss super dringend los. Und die Checkliste? Dabei kann ich doch helfen. Tschüss. Tschüss. Hören Sie, die Sachen sind wirklich noch nicht getragen. Also gut. Ich rufe meine Chefin an und frage sie, ob wir die Sachen ausnahmsweise zurücknehmen. Dankeschön. Die Welt ist wirklich ein Dorf. Erst treffe ich deinen Bruder und jetzt dich. Ah, sind das die Kostüme? Schick. Ja, schade. Deine Freundin hätte wirklich eine gute Figur darin gemacht. Aber man kann nicht alles haben. Aber Uli hat schon recht. Gut, dass du auf deinen kleinen Bruder hörst. Na, warte. Jetzt bist du fällig. Hast du mit mir gesprochen? Nein. Nimm das Uli nicht übel. Eure kleinen Geheimnisse sind bei mir sehr gut aufgehoben. Meine Chefin ist einverstanden. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Ja, haben Sie das in meiner Größe? Kommen Sie doch bitte mit. Tschüss. Nick, bist du's? Ja. Und, hat Steffi die Klamotten zurückgegeben? Sag mal, spinnst du? Was soll denn die Scheiße? Ich dachte, du wolltest Jetzt rede ich! Steffi behält die Klamotten und die fehlende Kohle für die Mappe kriegt sie auch, kapiert? Ob das klar ist?